Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für einen leckeren Spätzleauflauf mit Rahmspinat und Tomaten. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und anschließend fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Danach kommen die Spätzle mit in die Pfanne, insgesamt 500 Gramm aus dem Kühlregal, außerdem einen Teelöffel süßes Paprikapulver, einen halben Teelöffel Muskatnuss und dann noch eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Alles einmal umrühren und kurz mit anrösten lassen. Und dann geben wir auch schon die Flüssigkeit dazu. Dafür einfach 500 ml kalte Milch mit einem Teelöffel Speisestärke verrühren. Die Milch jetzt zu den Spätzle in die Pfanne gießen. Alles gut umrühren, zum Kochen bringen und dann können wir die Spätzle vom Herd ziehen, in eine passende Auflaufform umfüllen, gleichmäßig darin verteilen. Jetzt kommt portionierbarer Rahmspinat dazu, einfach gefroren in die Spätzle drücken. Ich habe hier ca. 250 bis 300 Gramm verwendet. Als nächstes 200 Gramm halbierte Cherrytomaten dazugeben und zum Schluss noch 150 Gramm geriebenen Käse drüber streuen. So kommt der Auflauf anschließend in den vorgeheizten Backofen für ca. 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Danach den Auflauf aus dem Ofen holen. So sieht der fertige Spätzleauflauf dann nach dem Backen aus. Jetzt nur noch auf Tellern verteilen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.